Wie du das Glapor RDS-System einbaust, erklären wir hier in diesem Video. RDS Randdämm-Schalungselement. Vielleicht noch nie gesehen, zum ersten Mal soll es eingebaut werden. Worauf man achten muss, ist relativ einfach. Es ist kein Hexenwerk und es ist auch wirklich relativ einfach einzubauen. Man muss nur ein paar kleine Dinge beachten und schon hast du ein vernünftig eingepacktes Dämmsystem für die Bodenplatte. Man sieht auf diesem Startbild, dass wir ein Produkt haben, das nennt sich Schaumglas-Schotter. Der wird als Dämmstoff unter der Bodenplatte eingebaut, der hält die Bodenplatte warm und das ganze System wird in den sogenannten RDS-Elementen eingesetzt bzw. erhält damit seine Form. Es ist letztendlich der Ersatz der üblichen Holzschalung. Also das Wichtigste zuerst zu merken, Holzschalung brauchst du nicht mehr. Eine Frage, die uns oft erreicht, gerade von Kollegen, die es zum ersten Mal einbauen, dieser Schotter, ist der nicht zu weich? Hält der das Gebäude? Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen. Glasschaumschotter ist extrem tragfähig, wenn er als Haufwerk entsprechend eingebaut wird. Dieser Schotter hält von Werk aus 80 Tonnen pro Quadratmeter aus. Das sind ungefähr 50 Autos auf einem kleinen Quadratmeter. Ihr könnt also davon ausgehen, dass das Haus darauf stehen bleibt. Oft stellt sich auch die Frage, wie dick wird denn der Schotter letztendlich eingebaut? Ruft mich an. In der Regel 30 bis 35 Zentimeter. Der Bagger muss manchmal ein bisschen mehr ausheben als üblich. Das dauert 10 Minuten, alles safe. 30 bis 35 Zentimeter Dämmschotterdicke reichen aus. Die Schalung wird einfach aufgebracht. Die Steine werden von uns im Werk vorkonfektioniert, genau auf das Maß, das du benötigst. Wir besprechen mit euch, wie dick eure Betonplatte wird, sagen wir mal 25 cm und der Schotterbereich wird nachher vielleicht 30 cm. So ergibt sich ein RDS-Element von 55 und 30. So heißen dann diese Elemente. 55, 30 setzt sich zusammen aus 25 cm Bodenplatte, 30 cm Schotterbett ergibt insgesamt 55 und 30. Nur, dass ihr diese Zahl mal gehört habt. Ich habe es am Anfang auch immer nicht schnell begriffen. Ruft mich einfach an. Die Maße sind manchmal etwas verwirrend. Wichtig ist, egal welche Bodenplatte ihr möchtet und herstellen wollt, wir stellen euch die RDS-Elemente auf Maß her. Nachdem ihr die RDS-Elemente Stück für Stück aneinandergereiht und angesetzt habt, die Fugen verklebt habt, müsst ihr bitte darauf achten, dass ihr ganz, ganz dringend den Fußpunkt mit einer kleinen Kehle aus Betonmischung bzw. Maurermischung einfasst. Ihr spannt also die RDS-Elemente unten nochmal in eine kleine Zange ein. Dies ist nur ein Hosenträger und nicht der Gürtel. Die Elemente können von Haus aus nicht kippen. Macht euch keine Sorgen, es kann nicht umkippen. Wenn ihr dann diese Kehle noch zusätzlich angesetzt habt, könnt ihr dann nachher mit dem Auto gegenfahren. Schmeißt euch gerne mal dagegen oder versucht auch mal mit dem Fuß das umzustoßen. Keine Chance. Es hält. Wenn ihr soweit seid, wird ein Vlies eingelegt. Das Vlies könnt ihr bei uns gleich mitbestellen. Das Geotextil hier von Glapor, das legt ihr aus. Warum? Es muss immer eine Trennung zum Baugrund hergestellt werden. Bitte nicht den Schotter direkt auf den Baugrund oder auf den Sand bringen. Warum nicht? Weil dann Sande in das Schotterbett eingetragen werden können und ihr dann einen Teil der Dämmwirkung verlieren könnt. Wenn ihr dann letztendlich das Vlies ausgelegt habt, ihr seht hier auf dem Bild auch einmal die KG-Rohre, die Installationsrohre werden immer vorher im Sandbett im Baugrund verlegt, nicht im Schotterbett und werden dann senkrecht hochschauen gelassen. Dort könnt ihr nachher wunderbar anschließen. Im Hintergrund seht ihr schon die angelieferten Big Bags, die gibt es in 3 Kubikmeter Größe oder in 1,5 Kubikmeter. Die könnt ihr euch dann mit einem Kran, den sieht man hier hinten, hochheben lassen. Zu zweit schafft ihr das nicht, das sind 300 Kilo bei den großen Big Bags. Und die werden dann hier entsprechend hochgehoben und daraus könnt ihr euch dann den Schotter ausgeben lassen und mit der Hake entsprechend verteilen. Total einfache Arbeit. Jetzt kommt das Wichtigste, das Verdichten. Wir lagern den Schotter um. Das heißt, jedes Korn kriegt seinen eigenen Platz. Das heißt, Stefan kommt mit seinem Rüttler und macht mal ordentlich Lärm. Wichtig, dieser Rüttler sollte mindestens 100 Kilo schwer sein. Ihr solltet also auch zu viert auf der Baustelle sein, um das Ding von A nach B zu schleppen, wenn er nicht gerade läuft. Und wenn er dann läuft, fahrt ihr ganz normal über den Schotter herüber und verdichtet das Material.
Und ihr seht es auch, hier im vorderen Bereich liegt es noch relativ lose und im hinteren Bereich ist es schon verdichtet. Und diese Oberfläche ist letztendlich das tragfähige Dämmplanum. Und ihr seht schon, das sieht auch von der Haptik gleich ganz anders aus. Nur tut uns einen Gefallen, lauft da nicht mehr so viel rüber, lasst das Bett dann in Ruhe, nur noch für die nötigsten Arbeiten. Und dann habt ihr ein wunderbares Schaumglas-Schotter-Dämmbett unter eurem Gebäude. Der Rest ist genau das gleiche wie bei jeder anderen Baustelle auch. Es werden die entsprechenden Stahlmatten und Bewährungsmatten aufgebracht mit den Abstandshaltern. Vorher habt ihr noch eine PE-Folie ausgelegt, damit der Beton, der nachher aufgebracht wird, nicht ins Schotterbett läuft. Und dann zieht ihr mit der Patsche die Oberfläche ab und erhaltet eine wunderbare, planebene Oberfläche, eine wunderschöne, bereits fertig gedämmte Bodenplatte. Und achtet drauf, gerade in den warmen Tagen und im Sommer, dass ihr die Nachbehandlung adäquat ausführt, indem ihr hier noch eine Folie rüberlegt und den Beton schützt, weil sonst trocknet er euch einfach viel zu schnell aus. Riesenvorteil mit dem RDS, komplett XPS, also kunststofffrei gedämmt, brandsicher, druckfest und nagetierbeständig. Da kommt kein Nagetier und schleppt euch die Dämmung weg und baut damit sein Nest. Und zu guter Letzt, der nachhaltige CO2-Footprint ist in dieser Angelegenheit super. Ihr braucht euch keine Gedanken machen und habt ein nachhaltiges Gesamtpaket geschaffen.